Moin Freunde, es geht weiter mit der Chaoskolonie und wir werden mal sehen, wie wir das hier noch in den Griff bekommen. Ihr seht ja selber, was ich gerade probiere, dass sich hier der Dampf so langsam abkühlt und dann spätestens hier klar wird. Das nächste, was ich am liebsten probieren will, hier abzudichten und dann das komplette Eck mal zu machen, damit ich wenigstens hier weiterarbeiten kann. Das hier unten ist... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Wasserkühlung hier hilft halt auch nicht mehr allzu viel. Ab jetzigen Zeitpunkt erwärmt die eigentlich nur noch den Ort. So, aber. Wir haben jetzt hier das ja repariert und nochmal können wir ihn losschicken. Wir haben ja fast schon alles zweimal losgeschickt und wir sollten die komplette Sternkarte eigentlich soweit haben. Und auf Stinkera haben wir ein sehr großes, sehr dickes Problem. Denn wir haben keine Flüssigkeit mehr für unser Rohöl, heißt keine Energie hierfür. Und das heißt wiederum, wir haben ein dickes Problem. Weil die kommen hier auch langsam nicht mehr rein, was ich gerade bemerke. Aber na gut, wir können sehr, sehr vieles jetzt wieder zurückbauen. Und ihr seht schon, ich habe hier auch schon was reingeleitet von dem Petroleum, was da unten war. Aber das einzig Gute ist, ich kann hier jetzt mal die ganze Scheiße wieder wegbauen. Los, kommt. Ja, es dauert doch immer länger und länger. Aber das sollte mich eigentlich nicht groß interessieren. Wasser muss ich auch nochmal komplett umplanen. Und ja, mal sehen, wie es dann zum Schluss wird. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Asteroid hier, er ging eine Weile gut, solange hier unten noch dieses kleine Meer war. Aber jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt hier noch eine Slickster-Farm wahrscheinlich mal machen. Sowohl, dass das Kohlendioxid aufgebraucht wird, als auch ich nochmal mehr Rohöl bekomme. Je mehr Rohöl, desto weniger müssen die produzieren und desto weniger Wasser verbrauche ich. Heißt, desto mehr Wasser kommt wieder in meinen Kreislauf. Gut. Aber apropos Kreislauf, ich muss wieder was hier reinbringen. So. Das Wasser soll natürlich zuerst verwendet werden, aber ich muss hier wieder Neues reinbringen. Hier geht es zuerst lang, wenn das voll ist, geht es hier hinein. Genau, so sollte es funktionieren. So, hier das. Sieht auch wieder gut aus. Natürlich muss ich irgendwann immer mal wieder das Wasser kappen. So, ja. Okay, jetzt funktioniert es. Ich wollte jetzt schon wieder was sagen, aber ne. So, das hier geht auch langsam klar. Was ich natürlich noch mal machen könnte, noch mehr von euch hier hin. Je mehr von euch, desto besser. Aber was ich gleichzeitig auch noch machen muss, hier mal das entlang, sonst geht's natürlich auch nicht. Und wir haben ein sehr großes Problem mit dem Millet. Das, was ich hoffe, dass ich irgendwie nochmal ein Millet-Teil hier rausbekomme. Und das relativ schnell. Und den Slickster müsste ich eigentlich, ja. Ich hoffe, der gibt mir noch ein Ei. Damit ich den auf den nächsten Asteroiden wieder machen kann und da die Slickster farmen. Hier das halt umbauen. Im Prinzip, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir lassen diese ganze Konstruktion, wie sie ist. Wir packen hier nur 2 Türen hin und quasi das hier unten machen wir eine Stufe höher.
So, dass hier dann die Slickster sind. Gleichzeitig eine Pumpe hier und hier. Die Pumpe macht das Öl hier rein. Und dann, ja, die Pumpe macht halt das, was ja schon zuvor soweit war. Das Öl hier unten soll halt dann als kleine Barrikade noch dienen, weil ab, ich glaube, so 5 Kilo kann der verschmutzte Sauerstoff nicht mehr ausgasen und das hier, ja, zerstören. Dieses perfekte Gasgemisch. Wie siehst du wieder aus? Oh, ich wollte jetzt wieder sagen, ey, manchmal frage ich mich, was er nimmt. Übrigens, wir haben einen neuen Asteroiden gefunden. Ihn hier. Und ich habe schon mal drauf geschaut, wir haben einen Kryotank. Heißt, zumindest ein Duplikant auf dem Planeten. So. Wie sieht es mit meiner Forschung aus? Das ist jetzt noch angewandte Forschung, also das atomare Zeug. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben sogar alle Asteroiden, wenn mich nicht alles täuscht. Maximal einer, aber ich glaube, wir haben alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen halt bei dem eigentlich noch einen Zwischenstopp mal einlegen, damit wir überhaupt sehen können, was hier vor sich geht. Aber ja, also ihn hier können wir mit dem Kaltdampfschlot vielleicht sogar noch mit Wasser versorgen. Ihm hier, warte mal, so. Ihm hier Kaltdampfschlot, Wasser, Energie, wahrscheinlich mehr oder weniger mit Solar, aber da muss ich echt ganz schön was bauen. Dann Essen würde ich am liebsten diese Wühlmäuse machen. Er hier, ja, muss ich mit den Gasimus da irgendwie was machen. Energie, auch Solar, weil ich glaube, die Asteroiden machen keinen Schaden. Und ja, er hier wird sehr witzig. Da habe ich keine Ahnung, wie ich es mache. Maybe, obwohl, kann ich auch nicht. Es sind keine Asteroiden da. Wir haben nur einen Eisenvulkan. Ja, vielleicht muss ich zu denen immer mal wieder was hinschicken. Der hier, der wird auch noch ein bisschen witziger, aber hier kann ich wenigstens schön sehr viel Energie abzapfen. Er hier nicht so. Aber ja. Er hier, Energie, Licht, Wasser ist da, perfekt. Er hier hat zwar Asteroiden, sollten aber keinen Schaden machen. Gleichzeitig habe ich hier noch, wo ist es? Hier, radioaktives Biom. Könnte ich mir einfach wieder, mein Wasserstoffzeug machen. Habe ich Energie, habe ich Wasser mit dem verschmutzten Wasser. Hier wird es noch witzig. Ich weiß nicht, was das für Geistiere sind, wieso auch immer. Das wäre der Plan. Zumindest soweit der Plan, der alles vorgestellt ist. So. Ja, der Dampf wird immer kühler, immer mehr Wasser kommt. Und irgendwann, ja, kann ich das hier alles wegmachen und es ist wieder genügend Wasser da. Das hier ist natürlich dann wieder kompletter Nuklearausfall. So. Gut, wir haben sehr viel besprochen. Jetzt ist es eigentlich nur noch mal ihn hier anschalten. Und gleich mal schauen wegen unserer Nahrung. Ich muss alle nochmal befehlen, Pflanzenfleisch zu essen, sonst verhungern die mir gleich. Wir sind jetzt wieder ein paar Zyklen vergangen. Der Dampf ist beinahe weg. Hier unten haben wir auch schon hier eigentlich fast so gut mit Dampf durch. Das einzige Problem ist hier. Hier ist ein bisschen was von hier unten entkommen, wo ich die beiden hier gebaut habe. So. Ja, erstmal wieder der schöne Speicherleck. Das hier steht ja jetzt auch. Das ist abgekoppelt. Dann müsste ich hier noch irgendwie was machen, damit der Dampf nicht rauskommt, aber noch genügend Wasser reinkommt, damit, ja, das zumindest soweit abkühlt. Wasser wird hier auch immer mehr und mehr, was eigentlich sogar ein schönes Ding ist. Stinkerer, ja, bin ich schon dabei hier zu bauen, damit wir nicht unbedingt nochmal alles auspumpen müssen oder so.
Aber jetzt ist gerade schon wieder sowas, ich müsste eigentlich was herbringen dafür. Ja, warte mal. Wie hoch müsste ich eigentlich hier? Das heißt, die Ecke hier müsste ich wegmachen. Ja, das müsste ich wegmachen. Dann wäre hier das wieder. Halt die Gitterziegel. Dann theoretisch 4 hoch und hier oben. Heißt, das hier wäre die Ebene, die ihr theoretisch bauen müsstet. Zumindest soweit, dass wir Slicksters dann hier drin haben. Das wird immer mehr und mehr, nur weil der hier irgendwie selber überleben soll. Ich will nicht wissen, wie es bei den anderen wird. Und ich habe es mir auch mal ausgerechnet, theoretisch könnte ein Crab pro Zyklus 18 Kilo Wasser geben. Theoretisch. Heißt, wenn wir 4 Stück haben, würden wir 72 Kilo pro Zyklus bekommen. Und je nachdem, wie voll das hier ist oder wie oft die das hier benutzen und so, wird es mal mehr und mal weniger, was die verbrauchen. So, Pflanzenfleisch essen die und das ist gefühlt das Einzige, was die daran hindert, irgendwie zu verhungern. Abgereichertes Uran und das hier. Sollte doch jetzt eigentlich langsam mal ein paar mehr Radioaktives. Ja, so ein kleines bisschen. Übrigens, wir haben einen Mehlholzsamen gekriegt, der... Mehlholz? Da habe ich einen Original, aber... Hier, Mehlholz, verwildert. Ja. Oh. So. Das geht noch, das alles geht noch. Jetzt nur noch mal hier reinschauen, damit wir auch die letzte Route mal machen können. So. Da war noch nicht. Heißt, ich müsste ihn hier... Ja, okay. Müsste ich machen. So, Innenraum ansehen. Das ist voll, das ist auch voll. Übrigens, eigentlich ist wahrscheinlich das Kartografie-Modul, was ich komplett verplant habe. Weil ich mich so auf die Raketenbau von anderen priorisiert hat. Eigentlich wäre das wahrscheinlich dazu gedacht gewesen. Aber komm schon. Ist erstmal egal. So, und ich würde Startfrequenz mal beginnen. Oh, ich wollte... Ey. Wolltet ihr mich eigentlich gerade noch verarschen? Noch ein Meteoritenschauer. Dieses Mal ist es einer aus Eis. Ja, ein bisschen Phosphor, ja okay. Ja, hier oben muss ich immer mal wieder bald hin, um es abzubauen. Mal sehen, was eigentlich noch so kommt. Und ich frage mich auch, wie weit sich das hier noch hochturmen könnte. So. Wir haben auch zurzeit nur einen Asteroiden mit Fullerene. Das ist er hier. Und da hoffe ich echt, wir kriegen noch mindestens einen weiteren. Weil wenn nicht, haben wir sehr große Arschkarte. Und wir haben auch ihn mal auf den Rückflug irgendwie freigeschaltet. So, hier ist ein Haufen Erdgas und jetzt können wir uns mal Gasimus anschauen. Die geben sehr viel Fleisch. Du bist definitiv die Quelle fürs Überleben hier. Also ja, Fleisch werde ich von ihnen bekommen. Dann nochmal Erdgas, was gleichzeitig auch Wasser und Strom gibt. So habe ich Strom, ein bisschen Wasser und hier, wie heißt, Strom, Wasser und Nahrung habe ich von ihnen. Dann könnte ich die noch melken, daraus kriege ich Bracken
Aus Bracken könnte ich Sohle rausbekommen. Brackwachs, was mir eigentlich nichts wirklich bringt, außer vielleicht Plastium, was ich auch nicht wirklich brauche. Kohlendioxid kann ich ableiten und dann Sohle, was ich nochmal machen muss, und daraus würde ich dann auch Wasser bekommen. Sehr kompliziert, aber sollte funktionieren. Und ich könnte ja nochmal... ja, hier. Ruhe. Da muss ich doch noch was hinbauen. Da muss ich doch noch was hinbauen. Ja, ja, oder ich will Eis produzieren. Krieg's aber noch nicht so wirklich hin, ohne dass das Teil wirklich überhitzt. Zumindest, dass hier mal ein bisschen schneller das abkühlt. Weil gerade erwärmt sich auch wieder der Dampf, wie ich bemerke. Was ich nicht so schön finde. Ja, die Ecke hier, da hinten ist es halt hauptsächlich. Die Sache ist aber auch, hier der Dampf muss erstmal weg, damit sich die ganze Gegend wieder runterkühlen könnte überhaupt. Ihr seht ja selber, wie heiß es da gerade ist. Und der hat sich wahrscheinlich auch nur so weit aufgeheizt wegen einer Sache, und das ist die Rakete gewesen. Machst du noch Eis? Hast du genügend Eis oder wie oder was funktioniert bei dir? Weil wenn, würde ich nochmal so hier hin machen und eigentlich mal Eis da reinmachen, weil es sieht mir eigentlich so aus. Es sieht mir eigentlich so aus, als ob der nicht mehr als 300 Kilo Eis haben kann. Was ein bisschen blöd ist. Denn wir brauchen 800 Kilo an Eis. Los kommt, beeilt euch mal. Du machst auch das hier. Und eigentlich könnten wir auch mal bei Spinkera jetzt hier unten nochmal anfangen, ein bisschen was abzureißen. Eigentlich alles, was hier ist. Rohre habe ich soweit schon gemacht. Relativ. Das Eck hier könnte ich nochmal abreißen. Und ja. So, das hier und jetzt hier wieder die Leitern einfach so rüber, wenn ihr könnt. Der Gute hat jetzt endlich mal alles erforscht, obwohl ich nochmal, ja, landen musste. Weil eine einzige Kachel, eine von den beiden, ich weiß jetzt nicht mehr welche. Eine von denen. Was bist du? Ach, Kupfer. Ja, eine von den beiden, die war die letzte und ich musste extra nochmal hinfliegen. Ja, Kupfer. Und hier unten in der Ecke ist gerade so weit, dass ja immer mal wieder wärmer und kälter wird. Ich glaube aber, ein Großteil ist es auch wegen ihm hier. Ja, 100% kriegen wir gerade den Dampf nicht unbedingt nochmal weg. Ich werde zwar jetzt nochmal probieren, so viel wie möglich an Zeug hier noch zu machen, dass nicht mehr allzu viel Dampf überhaupt nach oben kommt. Natürlich mit Sedimentgestein, schön reaktiv, und habe gerade noch davon genug. Und die ganze Ecke hier bin ich ja auch gerade noch am Austauschen von Sediment auf Magmatit. Einfach nur, weil ich mehr Magmatit habe. Ich wollte... Okay, ein Vulkan kann zum Glück noch kein Sedimentgestein machen. So. Ja. Ihr habt genügend zu bauen jetzt erstmal. So. Dann kann ich auch hier mal bauen. Das hier ist jetzt die Hauptprio. Und unsere Forschung ist bald fertig. Wo ich hoffe, dass mein Forscher eigentlich mal erforschen tut. Ja, den Rest kann ich eigentlich wirklich wieder auf... Obwohl, den kann ich sogar auf 2 setzen.
Ich brauche das eh nicht mehr, außer es kommt wirklich noch irgendwie was. Ja, das hier wird sich noch ein Weilchen dauern, bis es sich wieder ausgeklingt hat. Allein wenn ich mir absolute Temperaturen anschaue, ist hier einfach noch viel zu heiß. Ein Großteil ist wahrscheinlich eher immer noch das Problem. Und eigentlich müsste ich hier durch Keramik ersetzen, aber... wir haben es ja gesehen, was zuletzt passiert ist, wo ich sowas ersetzt habe. Da ist ein bisschen was rausgekommen. Das Einzige, ich kann hier schon mal ersetzen, dass wenigstens die Ecke nicht mehr allzu stark aufwärmt. Nächste Folge wird dann also eine Schiffbaufolge, wo wir unsere Schiffe soweit aufbauen. Apropos, ich kann eigentlich jetzt sogar... Ja. Ich habe hier ein bisschen Eis jetzt dazu gewonnen. Dann kann ich die Ecke noch mal ein Stückchen runterkühlen. So, ihr schießt weiterhin schön ab. Und wir müssten irgendwann, ja... Eigentlich mit der Superkühlung will ich alles hier nochmal verändern. So, forschst du jetzt oder nicht? Ja, du hast soweit geforscht. Gut. Er steckt wo? Da hinten. Gut. Datenbanken brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Dadurch ist auch das eine Modul inzwischen unbrauchbar. Nämlich hier, Forschungsmodul. Hätte ich eigentlich mal gebräuchtet, aber ist auch egal gewesen jetzt zum Schluss. Tiere befördere ich mit Tiereiern. Flüssigkeitsoxidator. Das ist das, was ich halt dann für den... Ja, hier. Für Wasserstofftriebwerk brauche. Und da muss ich mich nochmal erkundigen, wie das funktioniert. Und wenn ich irgendwie einen Asteroiden habe, wo ich Missionen machen muss, dass die Leute überleben, mache ich Teilchenblitze. Weil ich glaube, er ist so einer. Nur die Sache ist auch, hier ist nirgendwo wirklich eine Wolke, wo was gibt, was... Ja, ich für ihn machen könnte. Maximal der hier. Da könnte ich Algen für Sauerstoff holen. Erde für, ja... Graupelweizen vielleicht. Schleim für... Ja, vielleicht für einen Pilzanbau. Verschmutzten Sauerstoff einfach für Sauerstoff. Der hier nützt mir halt eigentlich gar nichts. Außer ich brauche das Zeug. Der hier nützt mir auch so gut wie gar nichts. Das gleiche eigentlich. Ihn hier könnte ich vielleicht sogar dafür verwenden, damit... Ja, alle auf ihn hier gut sind. Das wäre eigentlich wirklich meine Möglichkeit. Dann hätte ich sogar mal so eine Raumstation. Raumstation. Ach komm, wie heißt es? Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ah ja, ein Raumprogramm. Nix hiervon ist mehr 100. Heißt, das müsste jetzt eigentlich wieder alles abkühlen. Aber zum Ende der Folge... Oder warte mal, nee. Ende der Folge will ich die Forschung durchhaben. So, wir machen das hier jetzt auf. Und du hier bist sowas von in Prio unendlich gleich. So, und jetzt baut das hier auf. Weil dann ist das hier auch... Ja. Das hier ist so die nächste Verteidigung, dass der Dampf nicht durchkommt. Und wir hoffen mal, dass alles so dann funktioniert, wie es sollte. Oh, vielleicht sollte ich auch mal die Leute hier rein und rauslassen wieder. Ja, wir jetzt... Obwohl, ist Dampf durchgekommen? Nee, ist kein Dampf. War wahrscheinlich nur Ethanol oder so.
Ja, das hier ist eigentlich nur noch wegen ihm hier. Und selbst das kühlt sich, glaube ich, langsam sogar runter. Kommt schon. Wir erzeugen gerade jede Menge Dampf, aber das ist mir relativ egal. Genau. Cool. Okay. Den nächsten Schritt haben wir geschafft. Ihn hier anzuschließen, ohne dass wir gleich verdampfen. So. Der nächste Schritt. Eigentlich hier so ganz, ganz langsam mit der Zeit Wasser reinlaufen lassen, damit sich die ganze Energie hier vor allem Ding unten ein bisschen ruht. Das hier ist eh ein abgeschlossener Bereich, also ist ja relativ egal. Aber wir kriegen es jetzt langsam hin, den Dampf unter Kontrolle zu kriegen. Dann machen wir hier nach unten so einen Bereich, damit wir das hier unter Kontrolle kriegen und so arbeiten wir uns weiter vor. Bevor wir es jetzt noch verpassen, der allerletzte Datenpunkt für die allerletzte Forschung. Und damit haben wir es auch geschafft. Das Monument, das müssten wir dann nur noch bauen. Ich habe mir sogar einen netten Platz überlegt, der nicht geht. Na gut, dann bauen wir eben 2 Monumente, eins hierhin und eins hierhin. Ich wollte das nämlich über den Geysir bauen. Aber es hat anscheinend 5 und nicht, ja, 4 breit. Das ist echt schade. Ja, aber damit haben wir den nächsten Erfolg und ja. Eigentlich alles erforscht, was es gibt. So. Koloniezusammenfassung. Ah, hier. Gut. Eines von jedem Tierzähm wird abartig. Das geht noch. Finde und zähme eine Mu, eine Gassimo oder hölzerne Mu. Ich hoffe, ich muss nur eins machen. Das ist noch so ein anderes Ding. Räume. Luxusbaracke müsste ich auch noch irgendwie bauen. Erholungsraum hatten wir mal. Naturreservoir. Also dafür ist meine Mod mit den natürlichen Teils gut. Ich glaube, das Naturreservoir mache ich auch hier mit den Bienen. So, bezwinge die Brut. Ja, dafür müsste ich nochmal Glanzhatches irgendwie machen. Leichtes Leben müsste ich mir mal ansehen, was ich machen muss dafür. Steht zwar da, aber ich weiß nicht, was genau. Du hier wirst relativ leicht noch gehen. Bei dir bin ich ja gerade noch dabei. Obwohl es lange dauern wird. Obwohl, wenn ich dann meinen Glühwürmchen-Reaktor habe, könnte es vielleicht ein bisschen besser gehen. Das hier. Neun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, bei ihm war ich noch nicht. Okay, wir haben alle, nur ich war bei ihm noch nicht. Ja, so. Apropos, mal sehen, ob hier irgendwie schon mal... Sieht mir aber auch noch nicht so aus, als ob hier ein Meteor gefallen ist. Gut. Aber ja. Übrigens, was ich jetzt machen werde, ich werde hier so immer wieder so eins nach dem anderen jetzt so runterbauen und hoffen, dass das so irgendwie gelingt. Und ja, hier irgendwie hat sich der Blob hier gelöst und was ist es gerade? Es ist Petroleum, was da drauf ist, ja. Der Blob hat sich gelöst und hier ist dann durchgängig, ja, Dampf entstanden. Und dadurch ist das Monster hier wieder entstanden. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen kleiner. Spätestens, wenn er hier dann wieder angeht. Aber ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich vielleicht den Dampf hier sogar weg habe. Und dann schauen wir mal nach, was wir dann überhaupt machen. Und das hier ist eine schön helle Ecke. Also, bis dann.